Zuletzt schauen wir jetzt heute noch auf AEHR Test Systems und also bei AEHR sehen wir hier eine sehr deutliche Korrektur bis in diesen Bereich wieder knapp unter 60 Euro. Ich gehe gleich in den Dollarchart. Ich wollte nur einmal das große Gap zeigen, was die Aktie hier gerissen hat. 30% nach oben geht es im Kurs nach Zahlen in der Nachbörse. Und das können wir uns jetzt dann vielleicht auch noch mal kurz hier in Dollar anschauen. Das heißt, wir werden jetzt höchstwahrscheinlich irgendwo, ja, so, gehen wir mal kurz rein in den Chart. Ja, irgendwo hier oben so vielleicht um die 90 $ oder so aufmachen, vielleicht ein bisschen höher. Das wird also der Preis sein. Wir sehen bei AEHR ein sehr starkes Widerstandslevel um die 100 $. Deswegen sind wir jetzt hier auch in einer sehr ähnlichen Größenordnung. Wenn wir jetzt irgendwo bei 97, 96 aufmachen, dann sehe ich wenig Chancen, dass wir eine hohe Dynamik weiterhin nach oben sehen, nachdem die Aktie direkt schon 30% angestiegen ist. Aber das, was hier natürlich passiert ist, wir haben einen sehr starken Earnings-Bericht gesehen. Wir haben tatsächlich ein positives EPS bekommen für AEHR. Und da ist man hier im Bereich Wafer-Testing und ähnliches. Also die Auftragslage ist exorbitant stark geworden. Das ist auch der Grund für den Kurssprung. 11 $ oder 11 $ quasi, also 11 Cent hat man verdient, 12 Cent über den Erwartungen ist das Ganze, denn die Analysten, die hatten hier tatsächlich mit einem Verlust von 1 Cent gerechnet, ein Gewinn von 12 ist es jetzt geworden. Und wenn man sich das prozentual mal ausdrückt, dann wird klar, warum die Aktie hier 30% angestiegen ist. Der Umsatz ist um 33% angestiegen auf 18,8 Millionen $. Daran sieht man, es ist ein relativ kleines Unternehmen mit kleinen Umsätzen im Vergleich zu dem, was wir uns hier sonst so anschauen. Deswegen ist man da auch ein bisschen, ja, Risiko, ja, mehr am Risiko, wenn man eben solche Aktien kauft im Vergleich zu den größeren Marktteilnehmern. Und das sehen wir eben auch hier in der Schwankung der Aktie. Wir haben also mal einen schnellen Rücksetzer hier gesehen von 126 $, rund 50% nach unten innerhalb von ein paar Handelstagen. Mehr war das nicht. Und das ist das Risiko, was man eben bei diesen Aktien ganz klar tragen muss. Man erwartet jetzt für 2027, also fürs Gesamtjahr 2027, einen Umsatz zwischen 130 und 150 Millionen $. Der Konsens der Analysten, der lag bei 85, also am oberen Ende hat man da so rund 80% mehr Umsatz als erwartet. Und von daher sehen wir hier ein Umsatzwachstum irgendwas zwischen 160 und 200%. Neue Aufträge waren enorm stark. Ja, der ganze Bereich Siliziumkarbid, der gesamte Bereich Wafer-Pack-Kontraktoren ist wirklich, wirklich stark gelaufen. Man sieht auch die großen Vorteile, die AEHR Test Systems dadurch hat, dass man im Elektrofahrzeugmarkt in China im Prinzip auch sehr gut aufgestellt ist. Da sehen wir eine enorm starke Nachfrage. Und ich gehe davon aus, dass die Kapazitäten hier weiter ausgebaut werden, dass dementsprechend auch der Umsatz und damit auch der Gewinn weiter dynamisch steigen kann. Also insgesamt sieht das Ganze von der Trendseite sehr, sehr gut, sehr stabil aus. Dieser Break könnte jetzt der nächste Schub hier in Richtung der Allzeithochs sein. Also im Prinzip eine ganz, ganz spannende Story, die wir hier bei AEHR sehen. Damit kommen wir nochmal. Jeden Börsentag um 13 Uhr schauen wir live auf die Märkte, die spannendsten Einzelaktien und eure Favoriten. Welche Aktie soll ich als nächstes analysieren? Schreib sie in den Chat, entscheide mit und abonniere den Kanal, damit du morgen live dabei bist.